Bist du auch mit einer narzisstischen Mutter aufgewachsen? Oder du bist dir noch nicht ganz sicher, ob deine Mutter narzisstisch war oder ist? Dann ist genau dieses Video für dich das Richtige. Ich bin Gabriela, psychologische Beraterin und spezialisiert auf Entwicklungstrauma und ich freue mich auf dich. Eine narzisstische Mutter ist für viele Menschen schwer zu erkennen. Sie kann charmant und liebevoll erscheinen, aber trotzdem ungesunde Unterstützung und emotionale Misshandlung bieten. Solch eine Behandlung kann schwerwiegende Auswirkungen haben, insbesondere wenn Kinder davon betroffen sind. Um diejenigen, die unter dieser Art von Missbrauch leiden, zu heilen und ihnen zu helfen, ihr Leben neu zu gestalten, müssen Narzissmus und narzisstische Gedankenmuster als erstes erkannt werden. Narzisstische Mütter sind Mutterfiguren, die ein übermäßiges Maß an Kontrolle und Macht über ihre Kinder ausüben, um sie zu manipulieren und ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. In den meisten Fällen erzeugen narzisstische Mütter das Gefühl, dass ihre Kinder nie gut genug sind. Eine narzisstische Mutter ist also ein Elternteil, dessen eigener Egoismus und unzureichende Fähigkeit zur emotionalen Anbindung das Leben ihres Kindes beeinflussen und untergraben. Wenn du glaubst, dass du durch eine narzisstische Mutter großgezogen bist, ist es wichtig, dir bewusst zu machen, dass die emotionale und körperliche Misshandlung, die du erlebt hast, nicht deine Schuld war oder ein Zeichen deiner Unzulänglichkeit ist. Es gibt einige Zeichen, auf die du achten könntest, um festzustellen, ob deine Mutter narzisstische Züge hat oder hatte. Ich habe dir 20 gesammelt und nun lausche. Sie hat ein unverhältnismäßiges Verlangen nach Anerkennung und Bewunderung. Eine narzisstische Mutter ist nie zufrieden. Sie kann immer noch mehr Liebe, Aufmerksamkeit und Lob bekommen. Selbst wenn du alles richtig machst, wird sie dich kritisieren und finden, dass du es besser hättest machen können. Zum Zweiten, sie erwartet, dass sich ihre Kinder ihr unterordnen und nach ihren eigenen Wünschen handeln. Zum Dritten, sie kann ihren Kindern kaum positives Feedback geben. Die Verweigerung, dir zuzuhören und zurückzuschauen, das heißt, Verantwortung zu übernehmen und Respekt zu zeigen, sind meist ebenfalls typische Symptome. Zum Vierten, sie behandelt ihre Kinder ungerecht und benutzt sie, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Sie neigt auch zu Intrigen und sie kann sehr kontrollierend und autoritär sein. Zum Fünften, sie hat eine sehr enge Beziehung zu einem bestimmten Kind. Das hat natürlich einen Hintergrund. Zum Sechsten, sie macht ihre Kinder für ihre eigenen Probleme verantwortlich und gibt sogar die eigene Verantwortung ab. Zum Siebten, sie bevorzugt dieses eine Kind und macht das andere dafür verantwortlich. Schlagwort Parentifizierung. Und somit gibt sie die eigene Verantwortung für die Erziehung ab. Zum Achten, sie trennt sich emotional von ihren Kindern oder sie hat ja nie eine emotionale Bindung aufgebaut und zeigt das Fehlen emotionaler Intimität. Sie hat auch Schwierigkeiten, ihre Emotionen angemessen auszudrücken. Zum Neunten, sie kann ihre Kinder nicht richtig lieben und ein Mangel an Aufmerksamkeit und Zuneigung herrschen vor. Zum Zehnten, sie imitiert gerne andere Eltern, um eine bessere Beziehung zu ihren Kindern aufzubauen, aber alles nur mit dem Zweck, ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen. Zum 11. Sie rühmt sich auch gern, aber vor allem nach außen und auch mit dir
bzw. mit deinen Erfolgen, währenddessen sie dich in den eigenen vier Wänden verachtet. Zum 12. Eine narzisstische Mutter kann eifersüchtig sein, wenn du mehr Aufmerksamkeit von anderen bekommst als sie. Sie kann versuchen, dich von anderen Menschen zu isolieren, damit du mehr Zeit mit ihr verbringst. Zum 13. Sie ist auf ihr äußeres Erscheinungsbild unglaublich fixiert und auf Oberflächlichkeiten, und sie kann ihre Kinder als Werkzeuge benutzen, um ihre Ziele zu erreichen. Zum 14. Eine narzisstische Mutter ist manipulativ und will unverhältnismäßig viel Kontrolle über dein Lebensstil, um dich zu kritisieren und zu demütigen. Eine narzisstische Mutter wird oft versuchen, dich zu manipulieren und zu kontrollieren, und sie kann dich dazu bringen, Dinge zu tun, die du nicht tun willst, indem sie dich schuldig fühlen oder dich unter Druck setzt. Ich erinnere mich sehr gut, wie meine Mutter es erreicht hatte, dass ich doch noch nachgab, als wir während eines Ausflugs mir meine Mutter Schuldgefühle machte, wenn ich meinen ersten Freund, der auch mit dabei war, nicht im gemeinsamen Bett schlafen lasse, erzeuge ich wohl mehr Arbeit der Gastgeberin mit dem Waschen des Bettzeugs nach nur einer Nacht. So eine Mutter hat lange Arme, denn sie kann versuchen, dich in ihrem Leben zu halten, sogar wenn du schon ausgezogen bist, und dich dazu zu bringen, dich auf eine Weise zu verhalten, die ihren Bedürfnissen entspricht. Zum 15. Narzisstische Mütter sind oberflächlich und selbstbezogen. Nicht selten schämt sie sich offen für dich, zum Beispiel, wenn ihr Bekannten trefft oder in der Verwandtschaft zu Besuch seid. Und sie vergleicht gerne andere, natürlich auch dich, um zu entwerten und mit dem Ziel, dich dazu zu bewegen, die Bedürfnisse deiner Mutter zu erfüllen. Zum 16. Sie ist egozentrisch und unversöhnlich und macht keine Kompromisse. Ein Schwarz-Weiß-Denken und Endgültigkeit um jeden Preis sind ebenso ihre Merkmale. Zum 17. Sie hat den Hang, ihre Kinder bei Kleinigkeiten zu kritisieren, meist überkritisch. Wenn du versuchst, dich von ihr zu lösen oder deine eigenen Entscheidungen zu treffen, kann sie versuchen, dich schuldig zu machen oder zu drohen, dich zu verlassen. Zum 18. Sie ist wiederholt unberechenbar, häufig mit schwankenden Stimmungen, die dazu führen, dass du dich emotional unsicher fühlst. Wenn du versuchst, deine Gefühle mit ihr zu teilen, kann sie deine Erfahrungen abwerten oder dir sagen, dass du übertreibst. Sie könnte sogar versuchen, dich für deine Gefühle oder Gedanken zu beschämen oder zu belächeln. Wie oft mich meine Mutter für all jegliches klein gemacht hat, belächelt hat und alles entwertet hat, was ich ihr anvertraut habe. Zum 19. Zugleich kann sie Gleichgültigkeit zeigen und dir das Gefühl geben, dass du ihr egal bist. Dies kann zu Verwirrung und Unsicherheit führen, insbesondere im Kleinkindalter, denn du nicht weißt, wie du ihre Stimmung beeinflussen oder was du tun könntest, um ihre Gunst zu gewinnen. Dieser unsichere Bindungsstil ist der perfekte Anstoß eine spätere Co-Abhängigkeit und ungesunde und toxische Beziehungen auch im Erwachsenenalter. Ja, und zum 20. Eine narzisstische Mutter entzieht ihrem Kind grundlegende Bedürfnisse und das Glück. Sie bestimmt über dein Leben, über Partnerschaften, über Kontakte und über dein Vorleben. Nicht selten werden Studium oder auch Partnerwahl von narzisstischen Müttern bestimmt. Als ich meine ersten Freunden in meinem Heimatstaat noch hatte, es war ja Jugendalter, meine Mutter wusste
schon bevor ich überhaupt die Eltern diesen armen Kerls getroffen hätte, gar alles über diesen Menschen, über ihr Leben, über wo sie wohnen, was sie machen, welche Berufe sie haben. Sie versuchte mich zu beeinflussen und kritisierte über alle Maßen. Heute kann ich darüber natürlich lachen, mit einem bitteren Geschmack. Aber damals, als junge Frau, war das für mich nicht nur schrecklich, sondern auch beschämend. Und nun, wenn du dich in einem der beschriebenen Punkte wiedergefunden hast, solltest du wissen und beherzigen, dass es keine Schande ist, eine solche Mutter zu haben. Es ist und war ein stetiger Kampf um die eigene Persönlichkeit und ein Überlebenskampf, der es wert ist, gekämpft und gewonnen zu werden. Es kann auch schwierig sein, sich von einer narzisstischen Mutter zu lösen und insbesondere, wenn du bereits in einer emotional abhängigen Beziehung zu ihr stehst. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass du das Recht hast, dein eigenes Leben zu führen und Entscheidungen zu treffen, die für dich am besten sind. Du hast jetzt 20 Zeichen einer narzisstischen Mutter kennengelernt und womöglich hast du das eine oder andere Zeichen auch bei deiner eigenen Mutter entdecken können. Ich wünsche mir, dass du jetzt mehr Sicherheit hast und Gewissheit hast, ob du in so einem Umfeld aufgewachsen bist. Und wenn du mehr über toxische Beziehungen und Entwicklungstrauma auch unter der Woche erfahren möchtest, dann folge mir auf Instagram. Da sind schon bereits mehr als 3000 Follower bei mir. Den Link findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir alles Liebe und eine gute Zeit. Und wenn du Fragen hast oder Begleitung brauchst, du weißt, wo du mich erreichst.